Fragrance Dog wieder her. Ja, der einzig wahre, unerreichte, die absolute Nummer 1 Fragrance Dog aus Hamburg. Leute, ich stelle euch heute 10 billig, man muss ja schon sagen, billige Düfte vor, die aber absolut großartig sind. 10 billige Düfte, die absolut großartig sind. So, für alle Neuen aber, drückt die Glocke, abonniert diesen Kanal, das würde mich natürlich freuen. So, dann fangen wir gleich mal an mit den ersten. Der erste ist Versace The Dreamer. Ja, also dieser Duft, ich kenne ihn von Anfang an, dieser Duft ist genial, immer noch, kostet nicht so viel, schön cremig, einfach, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich bin kein Freund von dieser City, aber Paris zum Beispiel, wenn ihr dort am Eiffelturm spazieren geht und so weiter, schönes Wetter, Sternenhimmel, jetzt wird's romantisch, Leute, dann dieser Duft, alles ist perfekt. Alles ist perfekt. Und ja, er geht immer noch. Das ist einfach ein Duft, der das ganze Jahr geht, im Büro, beim Date, eigentlich überall. Also da, wo man Parfüms tragen darf, sollte. Ich habe ja letztens auch ein Video gemacht, wo man es mal nicht machen sollte. Ist auch sehr interessant. Schaut euch das mal an, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ist auch interessant. Ja, Versace The Dreamer ist auf jeden Fall ein Duft, der sein muss. Das ist hier eine, wie heißt das hier, der kleine hier? Ja, keine Ahnung, doch 50 ml. Ja, aber ein sehr schöner, cremiger, zitrischer, vanilligartiger Duft, der mir wirklich sehr gut immer noch nach so vielen Jahren immer noch gefällt. So, der nächste ist X oder X-Bold von G. Bellini. Das ist die Marke von Lidl, ja. Und das ist ein so perfekter Dupe von Boss Bottle. Habt ihr wahrscheinlich schon geahnt, wenn man das so sieht. Das geht schon fast in die Vintage-Version dieser Duft. Hier ist die Fruchtigkeit einfach besser und die Kopfnote, die ihr typisch von Boss kennt, Boss Bottle, ist hier oder hält hier viel länger als beim Original. Und damit fängt es schon an. 4,90 € bei Lidl. Ein alter Kumpel hat diesen Duft letztens auch mal geholt und hat sich gleich bedankt bei mir. Ja, ich laber keinen Scheiß hier, wie viele vielleicht denken. Keine Ahnung, für die Leute, die diesen Kanal nicht feiern. Euer Problem. Fakt ist, 98%, wir wollen ja nicht ganz übertreiben, meinetwegen auch 97% meiner Empfehlungen kommen gut an. Das ist eben so, weil, ja, ich muss hier nichts Aufgesetztes machen oder aufgesetzt sein, sondern ich will euch Düfte, ob billig, günstig, mittelteuer oder sehr teuer anbieten, wo ich sage, das passt einfach. So, dafür stehe ich mit meinem Namen. Kennt ihr ja. Wer jetzt so ein bisschen älter ist, kennt die Werbung, was ich gerade meinte. Und ja, auf jeden Fall X-Bold, sehr, sehr nice. Dafür steht auch der Dog. Und wie gesagt, das ist wirklich die beste Boss Bottle Alternative und wirklich gut von der Haltbarkeit, günstig beziehungsweise schon billig und wirklich ja schon Vintage Vibe. So, der nächste kommt von Marbert. Sehr, sehr geiler Duft. Nachbau von Bogner. Die meisten werden Bogner gar nicht kennen von euch, aber einige eben doch. Und wer sich Bogner oder wer Bogner nicht mehr hat, ich habe Bogner noch, diesen Man. Und das ist ein sehr guter Nachbau. Ist vielleicht ein bisschen zitrischer an der Kopfnote und auch kratziger, ja. Aber im Endeffekt dann ist es ein wirklich 95, okay, sagen wir mal 90%iger Nachbau, weil das Original ist eben, ihr habt einfach den 80er Touch, einen Classic Touch und einfach die Verarbeitung einfach noch besser beim Bogner. Bogner war so sehr geile Düfte früher gemacht, aber wie gesagt, das werden viele nicht kennen. Auf jeden Fall hier Marbert, auch günstig in Drogerie macht. Classic Steel Blue solltet ihr auf jeden Fall mal testen. So, und der nächste, Route 66, The Road to Paradise. Ja, also ich habe dir die letzte Zeit vorgestellt und ich weiß, dass sie immer noch gut sind. Bei so günstigen Düften ist ja mal dieses Problem, bleibt es auch wirklich so? Ja, aber ihr habt Bock auf diese Düfte. Sehr geiler, fruchtiger Duft. Road to Paradise. Ja, wenn man mit der Harley
über die Route 66 fährt. Sehr, sehr nice. Sehr geile Route. Und dann dieser Duft, es passt. Geht ein bisschen in L'Anne de l'Homme Richtung, nicht in Le Male, meiner Meinung nach. Aber sehr geil, sehr günstig, sehr gut. Darum geht es. 10 Düfte, die günstig sind, aber richtig nice sind. Route 66 gehört dazu. So, der nächste ist ein sehr, sehr günstiger Aventus Duft. Der darf natürlich in so einer Sammlung nicht fehlen, in so einer Top 10. La Weave Black Quick. Ja. Und ja, viele feiern den. Viele mögen den sogar, also was die Frauen angeht, mögen den sogar lieber als das Original. Das liegt aber auch an dieser extremen süßen Kopfnote, was die Ananas angeht. Also wirklich sehr, sehr frisch, aber süß frisch. Aber ganz ehrlich, der kostet auch nur 5 Euro, 6 Euro. Den solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Vor allen Dingen für alle, die immer noch auf diesen Aventus Hype fahren oder Zug fahren. Hier solltet ihr zuschlagen. Holt euch da mehrere von. Und da könnt ihr mit rumsprühen. Es ist geil. Die Leute draußen merken nicht was oder merken irgendwie wirklich nicht mehr, was das Original ist. Dafür ist es einfach so viel auf dem Markt. Too much. Und dieser Duft geht auf jeden Fall. Black Week von La Weave. Ja, der nächste ist wohl einer der besten günstigsten Düfte überhaupt. Jaguar Pace. Also das ist ein Duschgel-Duft mit Pfeffer. Und der kommt so gut an. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich ein sehr geiler Duft. Ja, also Komplimente fürs ganze Jahr im Büro und so weiter. Jaguar Pace muss man in der Sammlung haben. Wenn man natürlich so ein bisschen auch pfeffrig mag. Aber durch dieses aquatische, Duschgelartige und dann das Pfeffer oder der Pfeffer, sehr geil. Also der kommt richtig gut. Jaguar Pace. Solltet ihr auf jeden Fall mal testen. So, dann kommen wir zu einem Klassiker. Und das ist wirklich einer meiner Düfte von, ja, früher mit oder die ich schon immer getragen habe. Davidoff Zino. Ja, den müsst ihr eigentlich haben. Leider wird er rausgeschmissen jetzt. Aber auf einer Hinsicht müsst ihr dann nicht mehr so viel Geld ausgeben. Und das ist ein Lavendelduft, ein Patchouli, einfach ein geiler Barbershop-Duft von allerfeinsten. Ich habe auch noch eine alte Version wieder und natürlich gibt es da Unterschiede. Die alte Version ist tiefer, stärker. Natürlich ist die reformulierte Version ja nicht mehr so stark, aber trotzdem ist es ein Duft. Ich habe da mehrere Backups von, habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen. Oh, das ist aber auch genial. Es ist genial. Wirklich genial. Also Zino Davidoff müsst ihr mitnehmen. Auch inzwischen im Drogeriemarkt zu bekommen. Sehr, sehr geiler Duft. So, der nächste ist Tabakman Firepower. Ja, Firepower ist ein minziger Duft, sage ich schon. Nein, natürlich nicht. Ein feuriger Zimtduft, das wollte ich sagen. Und ja, wenn man sich überlegt, wie teuer der Duft ist und wie gut der hält, und dazu noch die Frische, das ist geil. Man hat ja nicht so, das ist so ein bisschen, also Zimt, ihr wisst ja, wie Zimt schmeckt und so weiter. Auch süß, der ein bisschen schärfer, ein bisschen so ein Abgang, wenn man nur Zimt ohne Zucker nimmt. Aber dann die Frische, sehr geil. Und Tabak macht schon geile Düfte. Habt keine Angst zu sagen, nee, Tabak, das ist nicht die alte Version. Das ist hier nicht Oldschool Classic Tabak. Nein, das ist Firepower neu. Inzwischen auch schon ein bisschen älter, aber sehr geil. Sehr geiler, günstiger Duft. So, jetzt kommen wir zu einem Duft von Ted Labidus. Der ist wirklich genial. Der wird gehypt. Ich weiß gar nicht, ob der inzwischen teurer geworden ist oder ob der vielleicht sogar eingestellt worden ist. Altamir von Ted Labidus. Saugeiler Duft. Lange nicht getragen. Jetzt kommt der Winter. Hier riecht wieder alles heute. Und das ist ein Traum. Oh. Cremig. Vanille. Absolut. Ja, Winter schon irgendwie ein Gefühl mit Schnee. Passt schon irgendwie. Passt wirklich. Also wenn ihr, also ich will ja nicht sagen, dass das mit schon von der Qualität der beste ist. Der Zino auch, aber Zino, wie gesagt, ist die neue Version. Aber das hier, ich weiß nicht, ob der schon reformuliert worden ist, aber den habe ich schon ein paar Jahre. Das hier,
Ist genial. Ist absolut genial. Wow. Guck mal Netz. Sehr geil. Sehr günstig zu bekommen. Hoffe ich noch. So, und zu guter Letzt kommt ein Stinker. Muss sein. Ich finde ihn geil. Auch oldschool-mäßig. Viele sagen, mit Yves Saint Laurent Chorus zu vergleichen. Ja, geht so in die Richtung. Kommt auch wieder von Ted Lapidus und zwar der Pour Homme. So, der Pour Homme. Seifig, moosig und ja, animalisch. So, das muss man mögen. Kostet nicht viel. Holt euch den einfach mal. Und dann, ja, für mich ist er jetzt nicht mehr stark. Für die Leute, die so einen Duft noch nie gerochen haben, wird der monströs sein. Aber wer alles schon gerochen hat, der nimmt das auch nicht mehr so. Und es ist aber ein schöner, geiler, seifiger Duft. Das Animalische nehme ich schon gar nicht mehr so extrem wahr, weil Chorus ist nochmal eine ganz andere Liga. Aber das ist ein typischer, geiler Männerduft. Und ich glaube manchmal 20 €, saugeil. Und wer das mal ausprobieren möchte, der nicht Chorus, weil Chorus kostet inzwischen mehr, denn Ted Lapidus Pour Homme solltet ihr auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben. So Leute, das waren auf jeden Fall 10 billige Düfte, die einfach genial sind. Wirklich genial. Da gibt es noch mehrere. Mal gucken, vielleicht mache ich da noch einen Teil draus. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also Leute, macht's gut, bleibt gesund und reinhauen.